Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wir müssen reden. Das ist der Titel dieses Videos, aber keine Angst, so streng wird es nicht werden. Ich denke, es wird ein konstruktives Gespräch mit aufbauender Kritik. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und ganz, ganz herzlichen Dank, dass so viele von euch meine Videos schauen, immer treu dabei sind und meinen Kanal auch abonnieren. Und viele von euch schreiben mir solche tollen Kommentare und total lieben Zeilen. Das freut mich riesig. Ich habe wirklich das Gefühl, wir sind hier eine immer größer werdende Blockflötengemeinschaft. Ich wollte jetzt mal nicht das englische Wort verwenden. Und ja, das macht einfach riesen Spaß. Also mir macht ja das sowieso Spaß mit der Blockflöte, aber das ist für mich natürlich auch eine wunderbare Unterstützung. So, jetzt will ich euch aber unterstützen, indem ich so ein bisschen streng euch zurede, aber keine Angst, so streng wird es nicht. Ich habe ein paar Punkte gesammelt, eigentlich 3, die euch, wenn ihr mal drüber nachdenkt, vielleicht in einem Schub sehr viel weiterbringen können. Also, los geht's! Als erstes möchte ich mit euch mal über euer Selbstvertrauen sprechen. Keine Angst, jetzt bin ich nicht unter die Hobbypsychologen gegangen, aber ein bisschen mehr Selbstvertrauen kann ja nie schaden im Alltag und auch beim Blockflöte spielen. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten von euch, behaupte ich mal, ohne euch jetzt alle zu kennen, sich nicht zutrauen, viel auswendig zu spielen, beziehungsweise auswendig Dinge direkt nachspielen zu können. Das ist mir wieder aufgefallen, als ich letzte Woche das Video über die Diminutionen rausgebracht hatte, also die Verzierungen, indem man die Noten vervielfältigt, die dastehen, also viele Noten hinzufügt und umspielt. Da hat eine Zuschauerin unter das Video kommentiert, mir fehlen jetzt im Video leider die Einblendungen der Noten. Ich hatte also für euch die simple Version gespielt von einer Telemann-Sonate und dann nochmal meine verzierte Version von bestimmten Stellen. Und ich habe dazu die Verzierungen nicht in Noten für euch eingeblendet. Und das hat sich die Zuschauerin jetzt gewünscht. Ehrlich gesagt habe ich mir das schon gedacht, dass viele dann enttäuscht sein würden und denken, ja, wie sieht das denn in den Noten aus? Ich habe auch lange hin und her überlegt und habe dann bewusst darauf verzichtet, weil ich nämlich die Erfahrung gemacht habe, dass viele von euch sofort wissen wollen, welche Noten dann gespielt werden können. Viele von euch wollen es sehen, mit den Augen in den Noten und über dieses Notenbild dann das nachspielen können, was da gespielt wurde. Und das Ganze erstmal gar nicht über das Hören probieren. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich möchte erstmal, dass ihr versucht zumindest zu hören, was da verziert wird, auch wenn man nicht jede einzelne Note hören kann. Aber vor allem, wenn ihr das Notenbild sehen würdet von zum Beispiel dieser Stelle, dann würdet ihr so abgeschreckt werden, denn es würde so aussehen, ungefähr, was ich da gespielt habe, habe ich jetzt mal für euch aufgeschrieben, dass ihr schon gleich sagt, oh, das ist viel zu kompliziert, 32. und noch eine Triole. Und das ist genau das, was passiert, wenn man nämlich versucht, es erst zu verstehen, bevor man es hört, dann ist man schon oft blockiert und abgeschreckt. Und ich möchte euch einfach Mut machen, dass ihr euren Ohren besser vertraut und euch mal traut, auf dieses Gebiet zu begeben, dass ihr über das Hören rausfindet, was waren das für Töne oder zumindest annäherungsweise, bevor ihr es in den Noten sehen und mit dem Verstand verstehen könnt.
Es ist natürlich schwer. Ich habe da so eine ganze wilde Verzierung reingespielt. Und dass man die jetzt nicht komplett direkt so nachspielen könnte oder zumindest sagen, dass, ja, das habe ich schon so im Gefühl, das waren die und die Noten, das ist klar. Aber manche Stellen daraus wären gar nicht so schwer zu hören, wenn ihr mal wirklich euch darauf einlasst, das ohne Noten zu können. Und jetzt wollen wir mal schauen an dieser verzierten Stelle, an diesem Beispiel, wie ihr das zum Beispiel hättet machen können. Ich nehme mal die Stelle raus, wo ich denke, da kann man, wenn man nicht geschult ist, am leichtesten noch hören, was ich da gemacht habe. Also hier kriegt ihr erstmal die einfache Version, wie es ursprünglich bei Telemann stand. Und dann meine Verzierung. So, und jetzt hört ihr ja, ich habe um diese 3 Noten, dieses B, G, E, was da ursprünglich steht, drumherum gespielt. Jetzt ist es vielleicht noch für euch schwer zu hören, ja, was hat sie denn da drumherum gespielt? Das waren ja ganz viele Noten, ne? Dann versucht euch mal zu konzentrieren auf die ersten 2 Noten. Ja, ich spiele euch jetzt nochmal die verzierte Fassung ein und es beginnt mit einem B, das kann ich euch verraten. Das B steht ja auch ursprünglich im Notentext. Und jetzt versucht mal zu hören, was nach dem B kommt. Also die ersten 2 Töne zu erfassen und zu hören, geht es hoch, geht es runter, welche Töne könnten das sein? So, ich hoffe, ihr habt gehört, es ging vom B aus nach oben. Jetzt versucht mal, die ersten 3 Töne zu hören. Wir hatten jetzt also, die ersten beiden sind B und C. Und jetzt versucht mal, die ersten 3 zu hören. Jetzt würde ich sagen, wenn ihr eine Blockflöte zur Hand habt, dann probiert das mal aus. Also ich sage es euch jetzt, es war B, C, A. Versucht noch nicht zu denken in aufgeschriebenen Noten. Das wäre, was ich mir wünschen würde. Und jetzt waren wir ja schon so weit, dass der 3. Ton ein A ist. Also wir haben B, C, A. Und vielleicht könnt ihr dann auch den 4. rauskriegen. Also erst versucht ihr mal, die ersten 3 Töne nachzuspielen. So, jetzt hört euch nochmal meine Version an, die natürlich schon ziemlich schnell ist, aber versucht es mal zu hören. Übrigens, ihr könnt ja so ein Video immer zurückspulen, ne? Und dann hört ihr euch so eine Stelle immer wieder an. Das ist ein gutes Training. Möglichst hören und nicht gucken. Okay, ich denke, wenn ihr jetzt eure Flöte zur Hand habt und ihr seid geübt in diesen Tönen überhaupt, vielleicht könnt ihr die ja noch nicht spielen, dann müsstet ihr noch mit einfacheren Sachen anfangen, aber auch da kann man sein Gehör einfach schrittweise trainieren. Also wenn ihr es hinkriegt, dann versucht doch mal die ersten 4 Noten rauszukriegen. So, ich weiß nicht, ob ihr es rausbekommen habt, ich verrate es jetzt mal. Die ersten 4 Noten sind also B, C, A, B. Das heißt, ich bin vom B ausgegangen, einmal nach oben, dann unters B zum A und wieder zurück zum B. Und jetzt erinnert euch nochmal, wir hatten in der Grundmelodie B, G, E. Und wenn ihr euch jetzt die ganze Stelle nochmal anhört, wie ich sie verziert habe, und ihr wisst jetzt, wie die ersten 4 waren, dann erkennt ihr vielleicht das Muster darin und dann könnt ihr vielleicht selber schon drauf kommen, wie das Ganze verziert war, also wie ich beim nächsten Schlag verziert habe und beim übernächsten. So, dann kann ich euch das jetzt auch mal zeigen in den Noten. So würde das dann also aussehen, was ich gespielt habe, wobei ich agogisch gespielt habe. Ich habe von 4/16 immer die erste sehr gestreckt, also gedehnt, ja, und habe mich dann hinten ein bisschen beeilt. Von daher klingt das nicht so ganz gleichmäßig, wie das hier jetzt aufgeschrieben ist, aber das
kann man nicht besser aufschreiben. So, vielleicht war jetzt das Beispiel für manche von euch doch noch zu schwer. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass ihr viel mehr hören könnt selber, als ihr euch zutraut. Und darüber wollte ich mit euch heute reden, unter anderem, dass ihr einfach mal die Noten weglegt und mal ein bisschen auswendig probiert, auch überhaupt ein Gefühl dafür bekommt. Erstens mal höre ich, ob Töne höher gehen oder tiefer gehen. Das ist nämlich für viele schon schwer. Das kann man auch üben. Also hören ist ganz viel Übungssache. Und wenn ich das rausgekriegt habe, dass ich dann erstmal mit der Flöte in der Hand überlege, okay, von diesem G aus zum Beispiel, wie geht es denn da höher? Ach ja, dann kommt das A, dann komme ich in die nächste Oktave und wie geht dann der nächste und der übernächste? Dass man es auf die Art erstmal versucht zu hören und zu übertragen auf die Flöte. Also nicht immer gleich nur sehen und wissen wollen. Wobei das Wissen wollen ist ja gut, aber dieses Sehen wollen, das ist halt gerade bei Erwachsenen sehr stark betont. Genau, ich glaube, soweit ich weiß, ist das auch in der Reklame und sowas, in der Werbung ist das, glaube ich, auch erforscht, habe ich mal gehört, dass der Mensch viel eher auf visuelle Reize reagiert als auf akustische oder auditiv, wie nennt man es? Ja, also wir sind sehr augengesteuert sozusagen. Und ja, versucht mal mehr über eure Ohren das Ganze zu machen. Dann habe ich noch 2 Beispiele dafür, wie ihr euch selber das Leben schwer machen könnt. Und darüber wollte ich auch mit euch heute ganz, ganz wohlwollend reden. Und zwar ein Klassiker ist, der mir immer wieder im Unterricht jeden Tag begegnet, dass Blockflötenspieler kurz spielen möchten, kurze Töne spielen möchten, also manche Noten im Staccato spielen möchten und man es aber nicht hört. Das heißt, wenn euch das passiert, ihr denkt, dass ihr kurz spielt, aber es klingt noch gar nicht kurz. Und das hängt ja auch wieder mit dem ersten Punkt zusammen, mit dem Hören. Denn ihr könnt denken, ich spiele kurz und ihr denkt dabei, ich habe jetzt diese Note vor mir und dies und das und dann denkt ihr, ich spiele den und den Ton kurz, aber ihr hört euch im selben Moment nicht so gut zu. Ich weiß, was jetzt viele sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht gut selber spielen und mir zuhören. Das ist auch schwer, aber auch das ist eine Trainingssache und jetzt kommt das, worüber ich mit euch reden möchte. Nehmt euch auf. Stopp! Jetzt nicht euer ganzes Spiel. Ich weiß, das klingt ganz, ganz schrecklich, wenn ihr euch aufnimmt. Das klingt so schlimm, so enttäuschend, ganz anders, als ihr euch das vorgestellt habt. Ja, kann sein. Also, dass es schlimm klingt, das glaube ich nicht. Aber ihr seid es nicht gewöhnt. Und jetzt geht nicht hin und spielt eine ganze Sonate und nehmt das auf, hört es euch dann an und denkt, um Gottes Willen, das klingt ja furchtbar. Da muss ich ja noch das üben, das üben, das üben. Nein. Ich zeige euch jetzt erstmal so ein Beispiel, wie das im Unterricht tausendfach vorkommt mit Schülern, wo ein Schüler denkt, er spielt kurz. Als Beispiel habe ich mal ein schönes kleines Menuett genommen und da kommt es vor, dass ich dann erklärt habe, ja, ein Menuett ist ein Tanz und da kann man viele von den Viertelnoten schön kurz spielen, damit das schön tänzerisch klingt. Und dann kann es gut sein, sehr gut sein, dass ein Schüler denkt, dass er so spielt. Und hören tut man aber dieses. Und das ist wirklich frappant. Also wenn ich dann sage, ja, okay, das war schon etwas kurz, aber das kann noch viel kürzer sein und ich spiele es vielleicht auch noch mal vor und dann, ja, dann kommt meist die Erkenntnis, ja, habe ich das nicht richtig kurz gespielt, okay, dann probiere ich es noch mal. Also deshalb wäre es gut, wenn ihr sowas dann mal aufnehmt. Nur so eine kleine Passage, das werdet ihr verkraften. Ich weiß, es ist immer unangenehm, sich selber in einer Aufnahme zu hören. Ich weiß noch früher, wenn ich mit einem Kassettenrekorder meine Stimme aufgenommen habe,
das war zum Weglaufen, das konnte ich mir gar nicht anhören. Aber es ist Gewöhnungssache. Ich kann mir ja jetzt auch meine Videos anhören, muss ich ja, sonst kann ich da nicht dran arbeiten. Aber es geht nicht darum, eine ganze Latte, also ein ganzes Stück aufzunehmen, sondern einfach mal meinetwegen 2 oder 4 Takte, um mal zu überprüfen, ist wirklich das zu hören, was ich im Kopf habe, was ich machen würde. Und das hört ihr sofort, wenn ihr euch da mal mit dem Handy oder wie auch immer mit dem Aufnahmegerät aufnehmt. Das könnt ihr ja sofort wieder löschen. Das ist nur zur Kontrolle. Das gilt natürlich auch für andere Dinge, die ihr in der musikalischen Gestaltung macht, wo ihr auch euch vertun könnt in eurer Wahrnehmung, dass ihr denkt, ich mache das schon, aber man hört es eigentlich noch nicht. Zum Beispiel, wenn ihr euch innerhalb eines Stücks an bestimmten Stellen etwas Zeit nehmen könnt, weil da eine neue Phrase beginnt, also ein Einschnitt ist. Auch da denken viele, ja, ich habe doch da gewartet, ich habe mir doch Zeit genommen. Und man hört aber was anderes. Und auch hier hilft es, euch aufzunehmen. Oder anderes Beispiel auch dafür, Töne aushalten, die lange ausgehalten werden müssen. Und da ist es nämlich auch oft so, dass man da viel früher weg ist mit dem Ton, einfach aufhört, weil man denkt, der war doch schon lang, der Ton. Also, das möchte ich euch zu dem Punkt ans Herz legen. Macht mal ganz kleine, kurze Aufnahmen von Stellen, an denen ihr arbeitet, um zu kontrollieren, ob das, was in eurem Kopf ist beim Spielen, auch wirklich zu hören ist. Und ich garantiere euch, wenn ihr das übt mit Aufnahmen auf dem Handy oder so, werdet ihr es auch immer besser in echt hören, schon während ihr spielt. Das kann gar nicht anders sein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr hierzu denkt, ob ihr schon Erfahrung habt mit Aufnahmen oder was ihr zu dem Thema vielleicht noch beizutragen habt. So, dann komme ich zum dritten und letzten Punkt, über den ich heute mit euch sprechen wollte, unbedingt. Das ist nämlich, dass ich euch sagen möchte, weckt eure Zunge mal auf. Weckt eure Zunge auf, aktiviert eure Zunge für die Artikulation beim Blockflöte spielen, für das Anstoßen mit T oder D oder R oder was auch immer ihr benutzt. Da ist meine Erfahrung, dass die meisten Spielerinnen und Spieler zu weich anstoßen oder zu undeutlich an vielen Stellen. Also das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber ich höre mich im Unterricht in 95% der Fälle sagen, artikuliere hier oder da mal ein bisschen deutlicher, mach da mal einen besseren Zungenanstoß, als dass ich sage, oh, das ist aber sehr scharf artikuliert, mach das mal ganz weich. Das kommt selten vor. Und auch das hängt jetzt wieder zusammen mit Punkt 2, nehmt euch darin auf. Damit ihr mal hört, beginnen meine Töne eigentlich deutlich. Ja? Also wenn ihr denkt, ja, ich mache doch ein Dü oder ein Tü oder was auch immer, das ist doch eigentlich, das habe ich doch gemacht, das müsste doch eigentlich so klingen. Und kommt dann raus, dass es in Wirklichkeit so klang. Dann merkt ihr das. Und jetzt gibt es folgendes Phänomen. Deshalb sage ich, weckt eure Zunge auf. Die Zunge hat bei den meisten Leuten nicht so Lust, so aktiv zu sein. Es ist nämlich anstrengender für viele Spieler, um mit einem schärferen Zungenstoß, also eher Richtung T anzustoßen, als mit einem D. Und außerdem will die Zunge immer gerne bequem sein und Schema F-mäßig immer dasselbe machen. Also immer dü, 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 obwohl sie dann gar nicht so schnell anstoßen kann. Die Zunge kann eigentlich viel schneller anstoßen, wenn ihr Abwechslung reinbringt. Aber das muss man aktiv machen, das müsst ihr auch aktiv machen. Ihr müsst erstmal euch überlegen, wo stoße ich T an, wo D. Dazu habe ich ja auch schon viele Videos gemacht, dass es da so bestimmte Grundsätze gibt. Aber wichtig ist, dass ihr eure Zunge nicht so auf Autopilot stellt und dann alles auf die gleiche Art anstoßt, sondern immer mal wieder guckt, zum Beispiel bei Sprüngen, da kann man häufig ein T machen, ein bisschen schärfer, oder die Anfänge von einer Passage oder von
einer Gruppe von Noten, also von Sechzehnteln zum Beispiel. Das ist was, wo ich auch mit euch heute drüber sprechen wollte. Dass ihr mal darauf achtet, dass eure Zunge mit der Zungenspitze wirklich ganz vorne anstößt und egal, ob ihr weich oder hart anstößt, dass die Zunge nicht zwischendurch absinkt und runterhängt und dieses hier so macht, wenn ihr nur Düs zu spielen habt. Ja? Die Zunge muss immer aktiv bleiben und das müsst ihr natürlich tun. Ja, das waren die 3 Dinge, über die ich heute mal sprechen musste mit euch. Ja, heute haben wir das mal aus dieser Perspektive betrachtet, dass ihr mal besser hört und euer Gehör trainiert, indem ihr euch auch mal traut aufzunehmen und eurer Zunge mal so einen kleinen Schubs gibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!